Servus, grüßt euch bei mir in der Holzbude. Ja, ich gehe jetzt in die Politik, bauen wir mein eigenes Rednerpult und dann geht's rund in Deutschland. Nee, Quatsch. Bekannter von mir hat ein Kannst du mal eben Projekt, und zwar haben wir hier ein kleines mobiles Rednerpult. Also mobil, man kann es halt überall hintragen. Ist es für einen Verein, also darf es nichts kosten. Und er hat mich gebeten, das ganze Ding zu erhöhen, soll aber nicht neu gebaut werden. Er hat mir jetzt Material besorgt und ich werde das Ganze jetzt verlängern. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Es soll quasi unten nochmal ein Protest gemacht werden, das soll dann mit dem verbunden werden und das Ganze kommt dann auf Rollen. Er hat mir hier solche Platten besorgt, die sind schon auf Maß geschnitten mit Kantenumleimer und es soll dann quasi unten, also hier oben dann drauf, wird mit Flachdübel verbunden, verleimt. Ich hoffe mal, dass der Leim auch ein bisschen hält und zusätzlich werde ich dann innen drin noch Leisten verschrauben, damit das Ding drauf bleibt, dass sich das runterkippt. Und ja, schauen wir mal, ob das alles so klappt, wenn wir das vorstellen, und dann sehen wir schon. Ja, los geht's nach dem Intro. Ja, kurzer Einspieler. Da jetzt seit 2 Wochen kein Video gekommen ist und eigentlich sollte ja das die Auslosung von dem Multitool sein, spiele ich es jetzt in das Video mit ein. Und zwar passiert das Ganze dann am Ende. Ich habe mir hinten am Laptop meinen Comment Picker aufgerufen und am Ende vom Video ziehen wir dann den Gewinner, der die richtige Lösung in die Kommentare abgegeben hat. Und dann kann sich derjenige dann auf das Multitool freuen.
So, jetzt kann es losgehen. Projekt ist fertig. Rednerpult ist auch fertig. Für meinen Geschmack etwas zu hoch, aber ich bin halt auch ein kleiner Mensch. Ein kleines Licht. Und ja, jetzt kann ich loslegen. Jetzt kann ich in die Politik gehen, meine eigene Partei gründen und dann räumen wir mal auf. Ne, Spaß beiseite. Ich denke, das Projekt ist gelungen. Ich werde vermutlich, so wie ich den Bekannten kenne, werde es vermutlich noch um 10 cm kürzen müssen. Aber das ist kein Problem. Brauche ich eigentlich nur das Oberteil. Habt ihr gesehen, habe ich mit so Leisten festgeschraubt, beziehungsweise so Kunststoffplatten, 3 Stück an jeder Seite. Verschraubt, brauche ich eigentlich im Prinzip nur aufmachen und hier von dem Unterteil 10 cm wegmachen und dann wieder neu verschrauben. Unten habt ihr gesehen, habe ich in der zweiten Etage, sieht man das von da, hier unten, habe ich eine Steckdose eingelassen. Habe ich ausgeschnitten mit meinem Multitool, habt ihr im anderen Video ja gesehen. Und dann habe ich das Ganze mit Lamellos verbunden, verleimt. Es hält ganz gut. Unten noch die Bodenplatte habe ich aus einem Holz gemacht, das war ich noch da gehabt, das war eine alte Tischplatte, eine Kiefernplatte. Und da drunter habe ich Räder mit Feststahlbremse gemacht. Ja, ich denke mal, das wird seinen Zweck erfüllen und der wird zufrieden sein. Wie gesagt, ich vermute, dass ich noch um 10 cm kürzer machen muss, weil es halt doch, gut, es gibt auch große Menschen, aber ich finde, ja, man sieht drüber, ich bin jetzt 1,73 m, es gibt Leute, die sind 2 Meter, die schauen dann runter, aber ich denke mal, das passt soweit und gekürzt ist es zur Not auch gleich. So, dann legen wir mal los. Wie gesagt, ich habe hinten das Video aufgerufen und den Comment Picker von YouTube. Ich zoome euch jetzt mal ran und dann ziehen wir den Gewinner von meinem alten Multitool. Und ja, das machen wir jetzt mal. So, ich hoffe, das kann man alles richtig sehen. Ich habe jetzt hier mein Video aufgerufen, habe nachgeschaut, wie viel Leute das richtige Lösungswort haben, Hashtag Multitool, wohlgemerkt richtig geschrieben. Ich komme auf 5 richtige Lösungen. Und jetzt habe ich hier den Comment Picker. Da werde ich hier den Link kopieren, den füge ich hier ein. So, jetzt habe ich den Link und jetzt holen wir das Video mit rein. Hier kann ich jetzt auswählen, Keyword-Filter, das machen wir mal, Hashtag Multitool, richtig geschrieben, weitermachen. So. Ich habe jetzt 5 richtige Lösungen, ich hoffe, das sieht man alles richtig. Und jetzt ziehen wir einen Gewinner. Dazu klicke ich hier unten, wählen Sie einen Gewinner. Und der Gewinner ist der Rainer Weiß. Rainer, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Gewinner des Multitools. Du wirst es wahrscheinlich wieder abholen bei mir, beziehungsweise mit dem Stechbeitelsatz, den du ja noch vom letzten Mal gewonnen hast. Melde dich bei mir, du hast ja meine Nummer und dann machen wir was aus und kannst es abholen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, Rainer, und ja, bald gibt es wieder was zu gewinnen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, war jetzt nichts Weltbewegendes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, kommentiert fleißig, bringt mich weiter und alles andere findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.